Ja, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Techno Composites. Wir haben schon viele Videos gemacht, wo wir euch innovative Ideen gezeigt haben für Schienenfahrzeuge, für Busse, für andere Branchen, Chemieindustrie und so weiter. Um diese innovativen Produkte herstellen zu können, braucht man aber auch Know-how und das wollen wir euch heute mal zeigen. Das ist nämlich sonst ein bisschen versteckter. Ja, wie ihr in anderen Videos auch schon mitbekommen habt, wir haben oftmals eine sehr hohe Variantenvielfalt, die wir fertigen. Das bei geringen Losgrößen. Trotzdem müssen wir die ganzen Sachen präzise fertigen. Wie macht man das? Man braucht irgendwelche günstigen, aber präzisen Vorrichtungen. Hier seht ihr eine. Hier kann man sehen, hier kommt ein Bauteil irgendwo rein, kann befestigt werden. Und wenn ich jetzt praktisch eine andere Bauteillänge habe hier zwischen, kann ich das einfach rausnehmen. Wir haben hier Nummern auf dem Tisch, die dann sagen, okay, das ist für ein anderes Bauteil. Da kann ich es einfach reinstecken und schon ist meine Vorrichtung gerüstet für eine andere Artikelnummer. Das, was ihr hier seht, sind Klebevorrichtungen. Hier wird also ein Profil reingelegt. Hier werden Bauteile, die angeklebt werden sollen, zueinander ausgerichtet. Und ja, das dient halt der präzisen Klebung. Wenn man dreidimensionale Bauteile auf eine CNC drauf bekommen möchte zum Bearbeiten, braucht man natürlich auch eine andere Art der Vorrichtung. Hier seht ihr eine. Das ist eine Vorrichtung, die Vakuumfelder hat, die das Bauteil ansaugt. Und wenn wir jetzt das Bauteil hier drauf packen, passt das sehr gut, wird angesaugt und kann so per CNC bearbeitet werden. So, jetzt habt ihr einen schönen Einblick in die Ladungsträger, die wir fertigen. Das ist natürlich betriebsintern. Das sind typischerweise Aluminiumgestelle, die auf einem verzinkten Stahlrahmen sind, der also Stapler geeignet ist. Darauf kommt dann ein Aufbau, der individuell auf die Produkte angepasst ist, so dass wir möglichst viele Bauteile in so einen Ladungsträger reinkriegen, aber auch eine Standardisierung haben, um halt eben ja, LKWs sauber beladen zu können. Wenn wir uns das angucken, warum nimmt man Ladungsträger? Die sind ja doch in der Herstellung sehr robust, sehr teuer. Könnt ihr aber euch vorstellen, ähnlich wie eine Cola-Kiste laufen die hin und her, werden also mehrfach genutzt für das komplette Projekt. Wir haben es auch mal nachgerechnet, wenn man das auf Holzpaletten machen würde, das wäre umwelttechnisch lange nicht so schön, weil man viel mehr Holzpaletten brauchen würde, die ja oftmals hinterher verschrottet werden. Hier haben wir eine einmalige Investition, das rentiert sich aber echt über die Zeit.